Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti, ohne Cam. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen, die Nase drückt auf die Stimme, ihr hört es vielleicht immer noch. Wir sind auf S41 und das Event ist ja leider vorbei. Ich habe mich jetzt auf frisch geskillt, natürlich auf Geschick hauptsächlich, denn Constitution habe ich auf 10.000, ich will jetzt Geschick 30.000 machen und dann mit Constitution nachziehen, ja. Also richtig fett in Richtung Class Cannon gehen. Ich brauche Damage. Event, wie gesagt, vorbei. Leider Gottes, hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch zuletzt den Gambler genutzt, um auf diesem Server wieder ein paar Epics zu bekommen. Und bin gut ausgerüstet, habe sogar hier eine neue Waffe erhalten, die gar nicht so schlecht ist. Die werden wir jetzt gleich mal ändern. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich habe jetzt hier ja eine mit 1140 Durchschnittsschaden drin, hier eine mit 1144. Ich werde dennoch die austauschen, da hier die Spanne größer ist einfach und hier ja die Spanne nicht so mega riesig ist. Außerdem passt es, ich habe Fire Damage auf Fire Damage. Ja, da werden wir erstmal gleich die Runen swappen und das haben wir jetzt auch schon erledigt. Darüber hinaus brauchen wir definitiv die Verzauberung. Achso, oder das geht erst wieder so, wenn man die rausnimmt, die Waffe. Ah, not enough gold. Das ist natürlich dumm. Dann, ja, denke ich mal, 8 Millionen. Was kostet die Rolle? Ich glaube 2 oder 3 Millionen, oder? Auch 9 Millionen. WTF. Das reicht ja gar nicht. Ja gut, dann muss ich das später machen. Wir werden aber uns einen neuen Gem rein verleiben. Der alte ist nämlich schlechter. Dann machen wir auch diese 3 Attribute. Und die Waffe werde ich jetzt halt nehmen, um meinen Bertram zu stärken. Der freut sich auch drüber. Hier werde ich wahrscheinlich sogar wieder auf Lightning Damage gehen. Swap Runes, let's go. Da sieht das auch sehr schön aus und die könnte ich eigentlich in die Toilette werfen und gucken, ob wir vielleicht irgendwas Sinnvolles noch bekommen für die anderen. Magier, 2452 Durchschnittsschaden. Schauen wir mal. Ja, da habe ich... Da habe ich eine bessere Waffe drin. Ich sehe aber gerade, dass die gar keine Verzauberung hat. Die braucht man natürlich. Let's go. Ach, auch not enough gold. Upsala. Ja, da muss ich mal reinklotzen. Dennoch haben wir hier aber jetzt 903 Legi Stein. Werde ich mal das extracten und ich vermute mal, ich nehme ihn dann einfach in meinem Main Char. Es ist jetzt nicht der geilste, aber ja, ich glaube, ich hatte vor, den zu equippen, weil der andere doch noch deutlich älter war. Und so hat auch der Main Char wieder einen kleinen Boost bekommen. Und ja, ich muss auf jeden Fall die Verzauberung noch holen. Aber ja, kommen wir mal zu dem Thema und passenderweise steigt die Nase genau jetzt ein. Da ich ja oftmals Players to Watch mache oder Serveranalysen, habe ich jetzt des Öfteren auch immer mal Kommentare bekommen, die ich anonym lasse. Einige sind auch schon sehr alt. Ja, es ist jetzt nicht mega häufig gewesen, aber trotzdem so, dass sich das Thema für mich immer so im Hinterkopf gespeichert hat. Es wurde sich im Prinzip bei mir beschwert, warum ich einigen Spielern eine Bühne gebe, weil diese doch das eigentlich vielleicht aus der Sicht der kritisierenden Leute nicht verdient hätten oder wie auch immer. Und als Beispiel wurde jetzt hier Davalon genommen, den ich ja auch im Zuge meines W54-Projekts oder Server-Starts auf englischen Videos auch natürlich öfter mal erwähnt habe, nicht zuletzt durch seinen Rekord. Und ja, die Person, die das jetzt speziell angesprochen hat, die war der Meinung, dass ich vielleicht irgendwie auch gar nicht eigentlich so gut auf Davalon zu sprechen wäre. Und man sich dann deshalb wundert, warum ich das dann doch immer wieder mit erwähne. Ja, und
Das haben wir auf anderen Servern ja auch gemacht. Und das ist für mich Anlass genug, um mal hier ein bisschen Real Talk zu bringen, denn also es kann sein, dass es nicht jedem gefällt, was ich sagen werde, oder dass es nicht jeder versteht oder verstehen will, aber meine Meinung erstmal allgemein ist, das ist erstmal ein Spiel. Ja, Shakes and Fidget ist ein Spiel. Ja, klar, der eine verbringt ein bisschen mehr Zeit oder kennt auch viele Leute aus dem Spiel, auch vielleicht sogar privat. Ne? Also da ist das schon ein bisschen mehr. Ich habe klar auch ein paar Kontakte, auch außerhalb des Spiels, aber jetzt nicht so viel und für mich ist es ein Hobby connected with YouTube, ne? Aber in erster Linie ist es halt ein Spiel. Ja, das heißt, ich stecke jetzt nicht so viel Zeit jetzt auch überall rein in den Gildenchat und so und die Leute, einige kennt man, klar, viele kenne ich halt aber auch nicht so gut oder viele kennen mich auch nicht so gut, die vor allen Dingen vielleicht auch nicht auf meinen Videos unterwegs sind. Aber es ist, wie gesagt, erstmal nur ein Spiel. Das heißt, im Prinzip, wenn ich sage, ich mache eine Serveranalyse oder ein Players to Watch, dann gucke ich die Leute so an, wie sie sind und sage das, was ich sagen möchte oder was halt auch im Zuge des Projektes passt. Wir werden parallel mal bei Zeus versuchen reinzugucken. Eine minimale Chance hat er ja, um zu fallen, aber ja, wahrscheinlich nicht. Zwischendurch kann ich auch mal wechseln in den YouTuber. So, und der war ja auch knapp 36. Und speziell halt das Thema Davalon ist da ein gutes Beispiel, denn ja, ich habe auch in der Vergangenheit, lass es sogar in Videos zeigen, auch mal schlechter über ihn gesprochen, ne? Oder Situationen, auch wieder knapp der Versuch, beleuchtet, die ihn auch ein bisschen betroffen haben. Ich erinnere mich da natürlich an S41, wo er die Gilde mit aufgesetzt hat. Ich war tatsächlich enttäuscht, dass er das Projekt dann hat fallen lassen. Im Zuge dessen war ich auch zum Beispiel enttäuscht von Dreamscape und auch anderen Spielern, die halt ja eigentlich dazu geführt haben, dass ich sehr viel Geld in diesen Server investiert habe, weil ich an dieses Projekt geglaubt habe, was halt die entsprechenden Spieler aufgestellt haben oder auch promotet haben. Und ja, letztendlich spiele ich natürlich immer noch auf dem Server. Es bleibt mein Main-Char. Viele Leute sind ja auch nach wie vor da, die das Ganze mitgetragen haben. Aber ich war damals enttäuscht von den Leuten, so auch von Davalon. Das kann ich fairerweise sagen. Genauso wie das Thema Abwärmen. Klar, das habe ich auch mitbekommen bei Davalon. Es gab sogar einen Server, ich weiß gar nicht mehr, welcher Server das war, wo ich ihm geschrieben habe, dass er doch bitte vielleicht keine Leute aus meiner Gilde, also es war nicht meine eigene Gilde, aber ich hatte mich jawohl, ja, die Chance war ja vorher schon da und die ist gestiegen durch das Skillen, durch die Steine, durch das neue Equipment. Climb Mount Olympus und Lightworld, da hat man gleich mal ein neues Achievement bekommen. Wunderbare Sache. Hätte ich jetzt nicht zwingend damit gerechnet, aber schön. Wie gesagt, ja, hatte ich Davalon da geschrieben. Er hatte daraufhin, glaube ich, nicht geantwortet. Ich weiß auch, wie gesagt, gar nicht mehr, welcher Server das war. Aber was war noch? Also, ich glaube, dass ich damals auch ein bisschen overreacted habe oder sehr sensibel auf das Thema Stammtisch eingegangen bin, weil es gab mal eine Zeit, wo ich der Meinung war, dass Davalon und die Leute, mit denen er da damals so Videos gemacht hat, dass sie den Stammtisch aufsetzen wollen und dass es so klingt, als sei das eher Projekt. Da habe ich mich damals auch ein bisschen echauffiert drüber. Wobei ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, denke, dass ich da auch ein bisschen überreagiert habe. Ja, also, ne, es gab Fälle, wo ich sagen muss, wo entweder die ich richtig aktiv mitbekommen habe oder die ich gehört habe, wo ich sage, das finde ich nicht in Ordnung, was jetzt speziell Davalon dort gemacht hat. Aber, und jetzt kommt das Aber, man sagt zwar alles, was vor dem Aber gesagt wurde, zählt nicht, es zählt schon. Das hat dann nicht zur Folge, also dass ich ihn jetzt deshalb irgendwie nicht leiden könnte oder ihn gar hassen würde oder sagen würde, ich gönne ihm nur alles Schlechte, ja, weil es gibt vielleicht, ne, wenn was jetzt frisch passiert ist, dass ich manchmal ein bisschen Zeit brauche und sage, okay, ich kann jetzt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen machen, das ist ja ganz normal. Ich denke mal, das hat jeder von euch irgendwo auch erlebt.
Aber zum Beispiel, ich war auch von Terra öfter enttäuscht worden. Früher na, weniger, oder ich weiß es nicht mehr, aber S39 hatte ich da auch mehr Pilze investiert. Gut, das lag dann auch an mir, dass ich den Char falsch gespielt habe. Auf W34 damals, der waschechte Krieger, war auch ein Projekt, was ein bisschen von Terra auch über YouTube mit promotet wurde, und dann hat er das irgendwann auch selber fallen lassen. Das sind auch Sachen, wo ich sage, boah, das hat mich mega enttäuscht, aber ich komme ja trotzdem mit Terra klar. Und ja, mit Terra hatte ich sogar mehr Kontakt zwischendurch durch die Stammtischgeschichten, durch unsere Gruppe, als ich jetzt zum Beispiel mit Davalon habe. Mit Davalon hatte ich zur S41 viel direkten Kontakt und ansonsten jetzt eher nur schriftlicher Natur, oder der eine war mal beim Livestream des anderen dabei. Ja, aber nur weil mich ein Spieler irgendwo enttäuscht in Shakes and Fidget, heißt es nicht, dass ich ihn dann halt, ja, oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Gucken wir mal bei Spieler dann rein, ob da auch was geht. Die Chance ist sehr, sehr klein. Wir müssen permanent critten, damit das funktioniert. Ich glaube, bei S39 war damals sogar das Ding, dass die Gilde, ich weiß nicht mehr, ob das S39 war. Oh, der war knapp. Oder W34. Auf jeden Fall gab es auch eine Gilde, die Terra mit gegründet hat, wo wirklich gecastet wurde. Sozusagen vorher 50 Leute mit Gesprächen und sowas, dass die halt alle durchziehen, und dann haben halt einige nicht durchgezogen, dann wurden sie abgeworben von einer anderen Gilde. Ich weiß nicht mehr, welcher Server das war. Da kann Terra halt im Prinzip jetzt auch nichts. Aber damals war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, dass das halt länger hält, ne? Und dass die Leute alle durchziehen und dass Terra da auch sich dahinter kniet, und das, ja, wie gesagt, konnte er auch nicht. Das hat mich damals auch enttäuscht. Twillscape hat mich, wie gesagt, enttäuscht. Ich fand dann auch diese Sache, S41 aufzuhören, dann später diesen Boykott anzustreben auf W42, das fand ich nicht in Ordnung. Fand ich auch nicht sinnvoll, sage ich mal. Weil neuen Server zu boykottieren, man hätte dann alle Payments boykottieren müssen bei Shakes and Fidget, wenn man versuchen will, irgendwas zu ändern. Aber es war, wir wissen, heutzutage denkt da keiner mehr dran. Also das war kein erfolgsversprechender Weg. Was aber auch nicht heißt, dass ich nicht gerne mal bei Streamscape in den Videos einfach reinlurke. Ja? Oder mit ihm quatschen würde, wenn es sich ergibt. Aber es ergibt sich halt nicht, weil ich auch nicht die Zeit habe. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nichts gegen Davalon. Ich glaube auch nicht, dass er das jetzt von mir ungefähr denkt. Und werde halt deshalb auch immer Leistungen so benennen, wie sie halt auch benennenswert sind. Ja. Weil, und genau, das wollte ich sagen, ich habe persönlich zum Beispiel aufgrund dessen, dass ich Davalon einfach nur verfolgt habe, halt auch einiges gelernt. Zum Server 41 Serverstart hat er einige Sachen gezeigt, beigebracht, und auch jetzt natürlich immer wieder, gerade wenn es um das Thema Pilzen, effizient Pilzen geht, ist Davalon auf jeden Fall einer, von dem man da sehr viel lernen kann. Und von der Grundperson her ist es auch ein mega sympathischer Kerl, also für mich, aus meiner Sicht. Ne? Also wie gesagt, es wird nicht jeder so sehen. Ich meine auch, seine Art ein bisschen besser jetzt einschätzen zu können als früher gegebenenfalls. Hatte sicherlich früher, naja, ich will jetzt nicht, na doch, eigentlich, was soll man sagen? Ich war sicherlich auch ein bisschen neidisch auf das, dass er halt so viele Pilze anscheinend zur Verfügung hat, so viel Geld verdient, dass er das einfach so runterbuttern kann, egal wo es herkommt, was ich halt nicht habe, was ich auch durch das Sponsoring nicht habe. Also muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Thema, ich habe Davalons Livestreams oder VODs halt auch geguckt, teilweise passiv, und da wurde er auch natürlich immer wieder gefragt, ob er gesponsert ist, und dass er das natürlich nicht ist und auch nicht anstrebt oder nicht denkt, dass das funktionieren würde. Also, wenn es danach geht, ne, das Sponsoring würde ihn nur ein bisschen mehr unterstützen. Also, ne, das Sponsoring heißt ja nicht seitens Player Games, dass wir so viele Pilze kriegen würden, wie er dort zum Beispiel sich dort immer kauft auf den Servern. Das ist nicht der Fall. Deshalb glaube ich, würde das für ihn persönlich auch gar nicht so viel ändern, jetzt von seiner Spielweise her. Aber wie er auch sagte, es gibt ja auch andere Möglichkeiten vom Sponsoring zu profitieren.
Und davon durfte ich ja jetzt auch die ersten Erfahrungen ziehen auf W54. Also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn er auch einen Sponsor oder eine Partnerschaft hat zu Player Games, solange er aktiv ist. Ja? Also das ist für mich die einzige Prämisse, dass jemand wirklich auch lange Zeit langfristig aktiv sein sollte, damit er davon profitiert. Zumindest von den Leuten, die sowieso Shakes and Fidget spielen, dass es natürlich Leute gibt, die gesponsert sind, obwohl die eigentlich nicht viel mit Shakes and Fidget zu tun haben. Das steht auf einem anderen Blatt und das hat ja auch ein bisschen mit der Reichweite zu tun, die diese Leute teilweise in sozialen Netzwerken auf YouTube etc. haben, auch wieder knapper Versuch. Also, ne? Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Das Thema mit den Gildenfusionen, das war ja bei Davalon jetzt auch letztens in den Kommentaren. Das war halt seine Meinung und ich habe das ja aufgeschlüsselt und das ist okay für mich, ja. Und ich mag es auch nicht, dass man dann Leute tatsächlich immer. Ja, klar, wie gesagt, wenn jemand nicht leiden kann, dann ist es so. Aber das sollte man einem auch nicht immer unter die Nase binden. Man sollte die Person dann ignorieren und auch alles, was die Person betrifft, ignorieren aus meiner Sicht. Und da nicht immer wieder irgendwie versuchen, Feuer reinzugießen. Und deshalb von meiner Seite her, ich habe kein Problem. Davalon. Wenn ich ein Problem hätte mit ihm persönlich, dann würde ich das klären. Ja, das habe ich ja damals beim Stammtisch auch irgendwo gemacht, dass ich das über Umwege zwar, aber dann doch irgendwo auch thematisiert habe. Und dann war die Sache auch gegessen. Ja. Oh, WTF, ey. Das sind echt, da fehlt nicht viel. Da fehlt echt nicht viel. Ich wollte gar nicht so viel reden. Meine Nase macht mich auch schon wieder fertig. Das war ein bisschen Real Talk zum Wochenstart. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen in die Woche. Ich denke, wir machen demnächst wieder einen W54-Part. Da sind ja auch wieder ein paar Sachen passiert. Und dann schauen wir mal, was sich die Woche noch so ergibt. In den April rein, was es vielleicht schon für Infos gibt. Also wir wissen, XP-Event, Sandrun-Event sind unterwegs und ich glaube Epic Abenteuer-Extravaganza, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und wenn es andere News gibt und ich die euch bringen kann, dann werde ich die natürlich versuchen, euch zu zeigen, gegebenenfalls auf Englisch. Ne? Also ist ja ganz klar. Hier haben wir jetzt das Achievement geschafft und sind auch kurz davor, den Spieletrend zu knacken. Und danach den Gegner können wir dann nämlich auch knacken. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ja, schauen wir mal. Also, das war's von mir. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.